Ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag heute. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass der Tag jetzt, der Abend positiv wird. Magst du auch Demon Slayer? Und den Kinofilm, hattest du den gesehen oder noch nicht? Damit ich Bescheid weiß und noch nichts vorspoiler. Ah, du hast es nicht gesehen. Okay, ich spoiler nichts vor. Aber es gibt ja diese Vermutung, dass wahrscheinlich der Kinofilm als Serie rauskommen wird, so wie es bei Mugen Train auch der Fall war. Also es könnte gut sein, dass du den vielleicht nächstes Jahr dann als Serie, als normale Folgen sehen kannst. Und dann würdest du eigentlich nicht so viel verpassen. Also, ja. Genau. Ja, dann sage ich, fangen wir einfach mal an und dann gucken. Genau, S ist ja quasi so sehr gut, A ist gut, also von Benotung her ist quasi so ein Benotungssystem. B ist halt eher eine 3, C ist eher eine 4, D ist eher eine 5 und F ist eher eine 6. Also von den Charakteren her, ich hätte gesagt, wir sortieren die so nach Beliebtheit. Also welche Charaktere beliebter sind und welche vielleicht eher uninteressant sind oder man die Charaktere vielleicht eher langweilig findet oder sowas. Genau. Hast du den Manga gelesen? Ja, Anime, okay. Gut, dann verstehen wir uns. Dann sind wir vom Wissensstand auf einem Niveau. Das ist schon mal gut. Genau. Dann fangen wir hier an mit Akasa. Ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir den Kinofilm nicht gesehen haben, weil ich will ja nichts spoilern, aber wenn wir davon ausgehen, wir haben den Kinofilm nicht gesehen, dann würden wahrscheinlich viele sagen, Akasa ist mehr so auf S. Weil er hat Rengoku gekillt. Du hast ja den Anime zu Ende gesehen, oder? Ich habe nichts vorgespoilert, hoffentlich. Oder? Was sagst du? Akasa eher auf eine F, wenn man den Kinofilm nicht gesehen hat? Es kann ja auch sein, dass du sagst, ja, die Fähigkeiten oder, keine Ahnung, der Charakter ist irgendwie voll interessant designt und gemacht und der hat voll die krassen Fähigkeiten. Dann würde ich den eher auf eine C oder eine B sortieren. Genau, also schreibt ruhig in den Chat rein, so falls du irgendwie anderer Meinung bist. Dann haben wir hier Amane. Die Ehefrau von dem einen Typen, der diese Demon Slayer überhaupt ins Leben gerufen hat. Also ich finde sie vom Optischen her, finde ich, ist sie schon recht hübsch. Also ist halt ein hübscher Charakter. Ich finde, man sieht nicht so viel von ihr, hört auch nicht so viel von ihr. Man weiß auf jeden Fall, dass sie ihren Mann sehr liebt und auch bereit war, mit ihm sich in die Luft zu sprengen. Also eine sehr, sehr starke Liebe, eine sehr starke Form von Liebe. B, ne? Okay, dann sagen wir B. Sagen wir B. Dann haben wir hier Aoi. Da gibt es ja so Vermutungen, dass sie irgendwie, also es gibt ja so diese Fan-Pairings und sowas und viele sagen so Aoi und Inosuke und so. Aus denen könnte mal ein Paar werden. Ich weiß nicht, wie die Leute drauf kommen, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich da irgendeine Szene gesehen habe, dass da irgendwie Inosuke so irgendwie was ausgesendet hat, aber das ist auf jeden Fall gerne so ein beliebtes Pairing. Aoi ist, ja, ich weiß nicht, auch so eigentlich langweilig eher. Also sie hat ein Interesse, also von der Persönlichkeit, charaktermäßig ist sie interessant, aber sonst finde ich sie eher so ein bisschen, also langweilig, oder? Ist ja so ein bisschen wie die Schwester Joy von Pokémon, die immer die Pokémon pflegt und sie pflegt dann quasi die Menschen. B auch gut, aber hinter Amane, okay. Also auch B dann? Oder meinst du C? Oder nee, daneben meinst du, ne? Dann haben wir Shashamapu. Shashamapu, ja, diese eine Katze von Tamayo, die Katze immer schickt. Also ich finde das niedlich, so diese Idee, dass dann irgendwie so eine Katze plötzlich auftaucht und dann verschwindet die wieder. Dann holt sie da immer so diese ganzen Blutspritzen oder so ab, die Tanjiro dann immer von den Dämonen abgezogen hat. Ja, ist süß, aber ist jetzt, finde ich, auch nicht so
so krass. Aber es ist eine niedliche Katze, ne? Ich glaube, viele Menschen mögen Katzen. Hätte ich gesagt, eine C. Weil die macht nichts außer niedlich sein. Okay, die hat eine krasse Aufgabe, so ist nicht, aber C würde ich akzeptieren. Okay. Gerade noch so. Gut, dann haben wir Ducky. Ducky finde ich sehr krass vom Design. Muss ich sagen, so dieses auch japanisch angehauchte und so. Ja, ich finde, die optisch sieht die schon sehr, sehr krass aus. Und ihre Fähigkeiten sind auch nicht ohne. Obwohl mich das schon sehr überrascht hat, weil ich dachte, dass sie ein Teufelsmond ist und nicht ein zunehmender Teufelsmond. Das hat mich tatsächlich sehr, sehr überrascht, weil anfangs wirkte die ja wirklich so krass stark, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass keiner gegen sie ankämpfen und gewinnen konnte. Und dann nach und nach hat man dann gemerkt, okay, es geht gar nicht um sie, sie ist quasi nur so ein Anhängsel. Oder halt auch dieses, ne, dass dann viele sagen, ja, die hat da mit Musan vielleicht was am Laufen und so. Aber Musan hat ja dann später, als sie und ihr Bruder gestorben sind, gesagt, ja, dass wahrscheinlich ihr Bruder verloren hat, weil sie halt so ein schwaches Anhängsel ist. Also das heißt, der hat sie so oder so anscheinend nie für halbwegs voll genommen, sondern das war wahrscheinlich dann eher so geduldet, weil ihr Bruder halt mega stark war und eines der Teufelsmonde. Ja, Ducky. Jetzt weiß ich nicht, wie man das am besten einsortieren sollte, weil vom Charakter her finde ich die voll interessant, auch von ihren Fähigkeiten. Aber ja, wie du schon sagst, charakterlich ist die total nervig. Oh Mann, man hat auch schon so Ohrenkrebs von dem ganzen Geschrei gehabt. Irgendwann hat sie ja nur geschrien und rumgeheult und so. Ja, nach Beliebtheit, ne? Wir wollten ja nach Beliebtheit sortieren, nicht nach Stärke oder ob die interessant sind oder so. Beliebtheit, dann würde ich sagen eine D, oder? Ach, eine F. Eine F, okay. Krass, ja, doch, eine F. Auf jeden Fall ist die Katze beliebter oder die Katze ist besser als Ducky. Aber das war echt nervig, so dieses Rumgeweine. Dann haben wir hier Doma. Ja, den kann ich noch gar nicht so richtig einschätzen. Dadurch, dass ich jetzt den Kinofilm gesehen habe, habe ich schon so ein bisschen mehr Infos in meinem Kopf, was diesen Charakter angeht. Aber wir bewerten das ja quasi vor dem Kinofilm. Ja, vor dem Kinofilm hat man im Anime nur gesehen, dass er in so einer Art Tempel oder Gemeindehaus oder irgendwie so, ja, so ein Tempel, glaube ich, so ein Tempel da rumgelegen hat und irgendwie, ich glaube, auch bedient wurde. Also so quasi ein normales, also unter den Menschen so lebt, aber halt, ne, von der Helligkeit versteckt, so im Dunkeln. Also das hat alles so, er wirkte so, als hätte er so normale menschliche Züge, auch mit dem Lächeln und dann mit Akasa, dass er manchmal so mit ihm so ganz normal geredet hat, als hätte er nichts Böses, sondern als wäre er irgendwie voll lieb und so. Also ich finde den ultra gefährlich. Gerade diese Menschen, also diese Dämonen, aber auch bei Menschen, finde ich das ultra gefährlich, wenn die immer so lieb und nett sind und man denen das gar nicht anmerken kann, dass sie total böse sind. Ist ja auch bei so Serienmördern meist der Fall, dass dann die Nachbarn im Nachhinein sagen, oh, wir haben nichts gemerkt, er war immer so lieb und nett. Also Doma hätte ich vielleicht D gesagt, weil er ja noch nicht viel gemacht hat, noch nicht viel angestellt hat in dem Anime. Genau. Ja, genau. Siehst du, haben wir den gleichen Gedanken. Genau, D. Ich glaube, die Fangemeinde, also im Anime zumindest wissen, also kann man noch nicht so urteilen, ob der so beliebt ist oder nicht so beliebt ist. Dann haben wir hier Enmu. Den fand ich, also den mag ich eigentlich nicht so. Den mag ich nicht, auch so wegen seiner komischen Fähigkeit, wo er dann so aussieht, als wäre er irgendwie so Innere eines Menschen, oder dass er halt auch Kinder dazu so Psychospielchen mit denen gespielt hat, ne? Dass er dann meinte, ja, ich kann euch irgendwie für immer in so eine tolle Traumwelt versetzen, wenn ihr für mich arbeitet. Also schon so Psychospiele mit denen spielt. Hätte ich, glaube ich, F gesagt, ne? Oder findest du den cooler als Ducky und Akka? Also findest du den irgendwie besser?
G? A, B, C, D, E, F, G. G, ach so, okay. Okay, hier runter. Okay, dann F. Leider haben wir kein G. Dann lassen wir den bei F. Gut, dann haben wir Genya. Den feiere ich voll. Also ich finde den Charakter voll cool. Vor allem dieser Switch bei dem, ne, dass er anfangs irgendwie voll der Agro-Typ ist und man irgendwie voll Angst hat und dann Tanjiro sich irgendwie an ihn nähert, so richtig naiv und so. Und irgendwann werden die ja echt so dicke, ne? Also da meinte er doch auch irgendwie, da hat er doch auch für Genya irgendwie bei diesem Training dann irgendwie Essen zubereitet und so. Und da haben die sich auch so unterhalten, so über ihre Vergangenheit und sowas. Ja, A. Doch, A würde ich mitgehen. Ja, doch. Auf jeden Fall ein sehr cooler, interessanter Charakter. Oder dass er einfach mal Dämonenblut essen kann, also Dämonen isst und dann auch so Fähigkeiten wie ein Dämon bekommt. Das finde ich auch sehr, sehr interessant. Gut, dann haben wir Gyu. Ich denke mal, wir sind uns beide einig, dass er eine S ist. Oder auch die Attacke, ne? Das passt so zu ihm, so Wasser, so dieses kühle, beruhigende, nachdenkliche. Dann haben wir Goto, an den erinnere ich mich tatsächlich gar nicht. So, ich weiß nicht, ob das der war, der dann Tanjiro, nachdem er Knochenbrüche hatte, besucht hat. Also eines von diesen Teufelsjägern, die in einer niedrigeren Stufe sind, da weiß ich, dieser Murata, das ist der, glaube ich, genau, Murata, dass der auf jeden Fall engen Kontakt zu denen hat, aber Goto habe ich keine Ahnung. Ja, C, genau, neben der Katze. Dieser Platz passt. Dann haben wir Gyoko. Oh, den mag ich nicht. Das ist dieser komische, der in diesen Töpfen da immer wieder rauskommt. Und der hat ja so eine richtig widerliche Kunst. Davon habe ich echt in der Szene voll die Albträume gekriegt. Das hat mich irgendwie voll schockiert, wo er doch diese Menschen so zusammen gemacht hat. Und dann haben die irgendwie, also hatte die noch gequält und so. Also diesen komischen Topfdemon, der gegen Michiru gekämpft hatte, genau. Ich hätte gesagt F, also ich mag den wirklich gar nicht. Okay, ab auf F. Gleicher Gedanke, das ist gut. So, Gyomei. Hätte ich auch S gesagt, oder? Ich glaube, ich sage etwas hervor. Ich glaube, es wird nur ein Hashira geben. Es wird nur einer von den Teufelsjägern geben, der nicht S ist. Ich glaube, alle anderen sind S, oder? Genau, Gyomei. Wie kann man die nicht mögen? Nur einen einzigen und der wird, glaube ich, auch noch kommen. Der nicht ganz so beliebt ist. Genau, ich sag nur, es hat was mit Orochimaru zu tun aus Naruto. So ein bisschen Ähnlichkeit. Genau, dann haben wir Gyutaro. Was ist warte, was ist das? Gyutaro. Ja, das ist ja der Bruder von Daki, genau. Ich habe den jetzt hier nicht so erkannt. Das ist wahrscheinlich vom Manga. Aber das ist der Bruder von Daki. Also, der ist schon richtig krass. Und so ein bisschen lustig finde ich den auch, weil er immer so krass eifersüchtig ist und immer sagt, du bist wahrscheinlich voll beliebt, ne? Du hast voll viele Muskeln, du isst wahrscheinlich voll gut. Ja, D, genau. Also nicht so nervig wie Daki auf jeden Fall. Ist ein interessanter Charakter. Genau, doch, D. Dann haben wir Hanako. Wer ist das? Wer war Hanako? Ist das irgendwie die Schwester von Tanjiro? Die sind ja 5 Geschwister, ne? Der hat ja so einige. Der hat ja einen etwas kleineren Bruder. Dann noch einen ganz kleinen Bruder. Dann noch eine Schwester. Boah, ich weiß nicht, wie viele Geschwister da hat. Waren das 5 oder 6 Geschwister? Ich weiß nicht, wer Hanako ist. Keine Ahnung. Ich hätte gesagt F. Deswegen hätte ich jetzt F gesagt, weil ich jetzt nichts davon mitbekommen habe, dass sie irgendwie voll die krasse Fangemeinde hat, wenn ich mich noch nicht mal an den Charakter erinnern kann. Ja, genau. Hat man ja fast nie gesehen. Same. Okay, dann F. Weil die wahrscheinlich nicht so eine krasse Fangemeinde hat. Dann Handdämon. Ja, das war ja noch ganz am Anfang in dieser Prüfung. In dieser, auf diesem Berg war das gewesen. Der doch irgendwie auch, der doch diesen Kindheitsfreund von Gyu auch ausgelöscht hat. Der ist jetzt hier nicht dabei. Ich habe leider den Namen vergessen.
Genau, ja, der ist auch unbeliebt. Da hätte ich definitiv F gesagt. Ich wüsste nicht, wer diesen komischen Demon hier mag. Der Demon, Teufel. Wieso sage ich immer Dämon? Das ist ein Teufel. Genau, okay. Dann haben wir Hantengu. Ja, der ist ein bisschen schwierig. Also so seine Hauptform, dieses, wo er klein und ängstlich ist übertrieben nervig. Aber dass er so verschiedene Abwandlungen von sich hat, die wirken wiederum sehr krass und sehr interessant und haben auf jeden Fall so einiges drauf. Ich finde die recht kreativ gemacht. Ja, vielleicht dann D. F? F sagst du? Ich hasse ihn. Okay. Der war sehr nervig auf jeden Fall. Boah, das war auch so ein krasser Moment wieder, ne? Aber Demon Slayer hat so oft so krasse Momente, als wirklich hier noch so ein Stück von dem hinter ein paar Leuten her war und die fressen wollte. Und dann Nezuko der Sonne ausgesetzt war und dann musste sich Tanjiro entscheiden und ich dachte mir so, nein, das kann doch nicht das Ende sein. Es gibt immer wieder so Szenen in Animes, wo ich mir denke, ach komm, da wird schon noch irgendwas passieren, der wird noch gerettet, ach, der stirbt schon nicht. Aber das war wirklich so eine Szene, wo ich wirklich dieses Gefühl hatte, nein, Nezuko opfert sich, die wird definitiv draufgehen, da gibt es kein Entkommen mehr. Wie soll sie denn gerettet werden? Und dann ist so das Unmögliche passiert, dass sie dann plötzlich irgendwie von der Sonne nicht mehr verbrannt wurde. Das war auf jeden Fall so ein richtig krasser Moment, womit ich nicht gerechnet habe. Und ich liebe das total bei allen möglichen Arten von Filmen und Serien, wenn man das nicht vorhersehen kann, was wirklich als nächstes passiert. Weil ne, oft wiederholen sich die Geschichten, auch bei Animes. Ich finde es mittlerweile so schwierig, gute Animes zu finden, weil ich das Gefühl habe, dass die Storys sich einfach immer wiederholen und man schon weiß, wie das so enden wird, wenn man die ersten 2, 3 Folgen gesehen hat. So, dann haben wir Hinaki, eines der Töchter von was schreibst du, die Kinder finde ich irgendwie voll gruselig. Ja, so auf dem Berg waren die auch, ja, doch, ich weiß, was du meinst, so gerade auf dem Berg, ne, wo dann Genya so eines dieser Kinder da an den Haaren gepackt hat und die dann so wie Zombies irgendwie immer noch so am Lächeln waren und irgendwie keine Form von Angst oder von Schmerz gezeigt haben. Das war schon ein bisschen gruselig. So wie Puppen irgendwie, ne? So vielleicht japanische Porzellanpuppen oder so. Also sehr interessant sehen die schon aus, aber man weiß manchmal nicht, ob das Menschen sind oder nicht. Ja, dann hätte ich gesagt, aber ich glaube, die haben schon eine Fangemeinde so ein bisschen. Ich hätte nicht F gesagt. Ich hätte gesagt, dass die vielleicht so eher dann auf C oder D sind. Dann würde ich direkt beide Kinder hier nehmen, weil ich glaube, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ob es jetzt die kleinere Schwester oder die größere Schwester ist. Und genau, das hat mich auch erst total verunsichert, weil ich dachte, dass der nur 2 Kinder hat. Eine mit schwarzen Haaren und eine mit weißen. Und dann sind irgendwann immer mehr Kinder aufgetaucht. Auf jeden Fall haben die 2 ältere Töchter, dann haben die noch 2 jüngere und genau die eine mit den schwarzen Haaren. Und so weiter. Mehr sage ich dazu nicht. nicht so viel vorspoilern. Jetzt kommen die Ehefrauen von Uzui. Wo ist die denn? Dann könnte man alle 3 einmal. Ah, da. Makio, genau. Ich habe sogar von Demon Slayer Q-Posket-Figuren. Also ich hätte mir auch voll gerne größere Figuren geholt, aber ich habe keinen Platz mehr gehabt. Deswegen habe ich Q-Posket-Figuren von einigen. Alle auf A? Okay. Ja, doch, würde ich auch sagen. Die sind sehr beliebt. Es gibt voll viele, die cosplayen. Hätte ich auch gesagt. Also nicht nur, dass das halt so ein bisschen, ne, so Shinobi und sowas, so Ninjas und so, das ist ja auch recht beliebt, sondern halt auch vom Design her und vom Charakter her und so. Hätte ich auch gesagt, gehe ich mit. Dann haben wir Hornet Demon. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Wer ist das? Hätte ich auf F gesagt. Ich bin sicher, du sagst gleich auch F. Dann kommen wir zu den paar lustige Charaktere. Und zwar Hotaru. Das ist ja der immer die Messer schmiedet für Tanjiro und immer da richtig so aggressiv am Rumschreien ist.
wenn Tanjiro die Schwerter mal wieder kaputt macht. Ich finde den so lustig. Und ich hätte nie damit gerechnet. Es hättest du gesagt, ja, ja doch. Der bringt immer so Lacher irgendwie rein. Ja doch, gehe ich mit. Und hättest du damit gerechnet, dass er so aussieht? Bei dieser noch was Village Arc, wo genau man konnte ja dann sein Gesicht sehen, sein wahres Gesicht. Hast du damit gerechnet? Ich dachte wirklich, das wäre eher so ein älterer Mensch vielleicht gewesen, der vielleicht ja so normal oder so medium attraktiv oder so aussieht, aber damit habe ich gar nicht gerechnet, dass er wirklich eher so ein Jüngerer ist und dann irgendwie so muskulös und irgendwie auch attraktiv aussieht. Das hat mich echt total überrascht. Vor allem der Charakter passt, ja, also keine Ahnung, ist schon lustig. Man braucht das auch, ne? Aber das ist voll oft bei Demon Slayer so, dass es da immer wieder so Charaktere gibt, die auch Aggressionsprobleme haben, was aber auch die Serie dadurch lustig macht. Also, ne, ist sympathisch so, Anime-Charaktere mit Aggressionsproblem. Aber nur im Anime, nicht im wahren Leben. So, dann Inosuke hätte ich auch erst gesagt. Ich finde ihn einfach so übertrieben lustig. Auch seine Lacher, ne? So jedes Mal seine Lache. Allein, wenn er die schon drauf hat. Oder auch so dieses so peinlich berührt, wie er dann manchmal so peinlich berührt ist, wenn irgendwer ihm was Gutes tut. Immer so, oh. Ich finde den so lustig, Inosuke. Wirklich. Oder seine Lache auch so, die ist ja, bester Mann, definitiv. Oder auch die Kombi, ne, so. Es gab ja auch so ein paar Folgen. Ich weiß nicht, so Filler-Folgen gibt es ja, glaube ich, bei Demon Slayer eigentlich nicht, aber das wirkte wie eine Filler-Folge, weil die da halt so wieder Rehabilitationsfolgen, wo die irgendwie wieder auf die Beine kommen mussten. Und dann diese 3 Charaktere, so einer unterschiedlicher als der andere, aber auch alle 3 so extrem, ne? So Tanjiro, der extrem so liebe, ruhige, hilfsbereite und dann Zenitsu, der richtig ständig hysterische, am Rumschreiende, total ängstliche und dann Inosuke, der so krass von sich irgendwie überzeugt ist und über seine Grenzen geht und auch gar nicht weiß, wann Stopp ist. Also diese Charaktermischung, dass überhaupt diese 3 befreundet sein können, das finde ich ja schon so, boah, krass. Dann haben wir Jigoro. Von dem hat man im Anime nicht viel gesehen. Also im Kinofilm ja, aber genau, im Anime hat man ja nicht viel gesehen. Im Anime hat man gesehen, dass er Zenitsu trainiert hat. Das war ja auch die eine Folge, wo er so ein Flashback hatte und dann Zenitsu, falls du dich noch erinnerst, da war er ja auf dem Baum, da ist er ganz hoch an eine Baumspitze geklettert und dann hat er zu seinem Meister Opa gesagt, aber das ist nicht sein Opa, der nennt ihn nur Opa. Und der hat dann gesagt, komm runter, sonst tust du dir was. Und dann wurde er ja von einem Blitz getroffen und dadurch hat er die gelben Haare bekommen. Genau, Jigoro, ich glaube, der hat nicht so die krasse Fangemeinde. Ich hätte eher gesagt eine C oder eine D. Entweder C oder D, was sagst du? So, Jigoro. Ich hätte gesagt, im Anime, nicht im Anime, im Kinofilm ist er auf jeden Fall nochmal einen Ticken beliebter geworden. Aber ich glaube trotzdem, dass er nicht so eine krasse Fangemeinde hat. C, ja doch, okay. C ist gut. Ja, okay, doch. Dann haben wir hier Kaburamaru. Ist das das? Ach, hier haben wir noch, Entschuldigung, hier haben wir noch eine Tochter. Die Tochter kann ich ja auch nochmal wegmachen. Wie hieß der nochmal? Obito? Nicht Obito. Ich habe den Namen von dem einen Hashira vergessen. Hier sind gar nicht alle drauf, ne? Ich dachte, hier wären alle Hashiras. Oder? Nee, eigentlich nicht. Wo ist denn der Schlangentyp? Das ist ja hier nur die Katze. Das ist ja hier nur die Schlange. Ja, Obanai. Die Schlangensohle. Die Schlangensäule Obanai. Der ist irgendwie hier nicht mit dabei. Deswegen irritiert mich das so ein bisschen. Obanai. Das ist aber seine Schlange.
Das ist seine Schlange. Ich weiß nicht, ob er sich selber in eine Schlange verwandeln kann. Aber Obanai hätte ich auf jeden Fall gesagt, ist eines der unbeliebtesten Säulen. Das kann man den ja als Obanai dann hier irgendwo reinpacken, weil das immerhin seine Schlange ist. Ich glaube nicht, dass würdest du sagen, der ist so unbeliebt wie F oder eher D? Also der ist auf jeden Fall sehr unbeliebt. Obwohl ich nicht verstehe, also ich verstehe schon warum, aber ich finde den jetzt nicht so krass schlimm, weil er auch irgendwo einfach das Ganze halt sehr ernst nimmt. Ja, genau, das Ganze halt sehr ernst nimmt, ne? Und dann halt zum Beispiel auch bei Uzui einfach so angenervt war, weil er ja wusste, ey, man braucht uns, uns gibt's, also es gibt nur ein paar wenige von uns, die halt wirklich angehende Teufelsmonde oder Teufelsmonde besiegen können. Und ja, das können wir uns nicht leisten, dass du dann irgendwie dabei drauf gehst oder so. Ja, dann sagen wir mal C, weil so schlimm finde ich den nicht. Ich weiß nicht, warum der jetzt so krass gehasst wird. Ich gehe mal davon aus, ne, weil er halt so ein bisschen, ja nicht pessimistisch, aber vielleicht strenger ist oder direkt seine Meinung sagt oder so. Oder weil er vielleicht Nezuko auch nicht akzeptiert hat. Aber ich finde, aus seiner Sichtweise kann ich das halt verstehen, ne, warum er so halt ist. Weil er das alles halt einfach ernster sieht und ja, deswegen. Dann haben wir Kagaya, der Gründer von Demon Slayer. Also den hätte ich auf S gesagt, weil weil er eigentlich so verantwortlich ist, weswegen es überhaupt diesen Anime gibt. Kagaya ist eigentlich krass, auch als er sich hochgejagt hat, aber ich finde ihn irgendwie komisch. Findest du? Aber ich muss sagen, so anfangs dachte ich tatsächlich, dass er vielleicht doch zu den Bösen gehören konnte, weil anfangs fand ich den auch irgendwie, das war alles zu gut, weiß ich nicht, so zu glatt irgendwie. Anfangs hatte ich auch so dieses Gefühl, ist er wirklich der Gute oder könnte aus dem vielleicht der Böse werden? Dann hätte ich A gesagt, ne? Hätte dann A. Wir sagen ja beide, ja, eigentlich ist der krass, aber dann hätte ich A gesagt. Genau, dann haben wir, ja, okay, gut. Dann haben wir Kaigaku. Von dem weißt du dann, denke ich, nicht viel, ne? Weil man hat den im Kinofilm gesehen, also eher was von dem gesehen, aber im Anime ist er auch aufgetaucht. Ich habe den zum Beispiel im Anime gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich habe den erst im Nachhinein, als ich so noch ein paar Ausschnitte gesehen habe oder den Kinofilm gesehen habe, dann wahrgenommen, wer er ist. Im Anime selber hat man den nur in dem Flashback von Gyomei gesehen. Das ist nämlich das Kind gewesen, was diesen Platz einem Teufel verraten hat, um sich selber zu schützen. Gyomei hat ja gesagt, dass er den Kindern gesagt hatte, dass die abends nicht alleine rumlaufen sollen oder generell, wenn es dunkel wird, nicht rumlaufen sollen, rausgehen sollen. Und dieser Kaigaku hat nicht darauf gehört und dann ist er einem Teufel begegnet und dann hat er dem Teufel angeboten, ihm diesen Platz zu zeigen, wo Gyomei und die anderen Waisenkinder leben und dadurch halt verschont zu werden. Da hatte doch auch diese Räuchertopf irgendwie zertreten, wo doch diese Glycilien oder wie die heißen, diese Blumen, wo die giftig für die Teufel sind, hat er ja dann auch zertreten, damit dieser Teufel da reingehen kann und die alle umbringen kann. Das ist der. Genau, ein Verräter auf Z. Würde ich gerne machen, aber ich weiß nicht, wo Z ist. Leider auf F. Aber ja, das ist richtig krass gewesen, ne? Also musst du dir mal vorstellen, da nimmt Gyomei diese Kinder auf, isst selber kaum was, damit die noch was zu essen haben, ist blind, geht teilweise arbeiten, also macht was so, und keine Ahnung, dann sowas halt. Also seine Story fand ich auch so krass. Dann dachte ich mir, deswegen weinte die ganze Zeit. Der hatte auf jeden Fall voll die krasse Backstory. Dann haben wir hier Kamanue, an den erinnere ich mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Deswegen denke ich, ist der eher uninteressant.
Ich hätte den auf die F gepackt, es sei denn, du hast Einwände, dann schreib mir das gerne in den Chat, aber ich habe keine Ahnung, wer das nochmal war. Ich kann mich nicht erinnern. So, dann haben wir Kanae. Jetzt kommen wir wieder zu einem richtig beliebten Charakter, hätte ich gesagt, ne? Also Kanae, die Schmetterlings... Ne, die Blumensäule war sie, glaube ich, ne? Nee, weißt du das nicht? Kanae ist die ältere Schwester von Shinobu. Von Shinobu ist sie die ältere Schwester. Genau. Achso, du meinst den hier, Kamanue, sorry. Kamanue meinst du. Genau, Kanae. Kanae hätte ich gesagt, die ist auf jeden Fall beliebt. Also auch so vom Design her, wie sie aussieht und auch, ne, dass sie halt auch einer der Teufelsjäger war oder halt auch wegen der traurigen Backstory. Die wird auf jeden Fall irgendwann nochmal hervorgeholt. Die Backstory ist auf jeden Fall, also von den beiden sehr interessant und hat auch Bedeutung und so. Ja, an Kanae, ja okay, viel ist sie nicht aufgetaucht, ne? Also im Kinofilm ist da nochmal so ein bisschen was gekommen. Ja, dann B, dann hätte ich B gesagt, oder? Weil ich glaube schon, dass sie so relativ beliebt ist. Vielleicht so wie Amane und Aoi, ne? Dass sie irgendwie so eine wichtige Rolle spielt oder vielleicht hübsch ist, aber sonst irgendwie. Dann B oder würdest du eher C sagen? Okay, ja, dann B. Dann haben wir Kanao, die ist ja noch am Leben. Die ist am Leben. Genau. Die, wie findest du die? Die hat aber auch noch nicht viel gekämpft, ne? Außer bei dem einen, wo doch dieser angehende Teufelsmund, dieser eine mit den weißen Haaren in diesem Wald, der ja so eine Teufelfamilie gegründet hat, da hat Kanao hat sie sich doch auf Tanjiro gestürzt irgendwie. Hat den einmal umgeworfen. Ah, okay. Ja, und das mit den Dings war auch lustig, mit diesem Spiel, mit diesen Bechern, wo die sich ja gegenseitig immer so diese Flüssigkeit zugeschüttet haben und Tanjiro da richtig Gentleman dann am Ende so auf ihr Kopf getan hat, weil er dachte, ja, nee, komm, ich kann ihr das Getränk doch nicht ins Gesicht schütten. Ich habe es voll schön gefunden, wie sie ihren eigenen Weg findet. Ja, stimmt, mit der Münze, ja. Dass Tanjiro dann das irgendwie, wie war denn das nochmal? Genau, er hat gesagt, wenn das bei rauskommt, dann musst du ab jetzt selber die Entscheidungen treffen und nicht mehr mit der Münze. Und dann hat sie ja so gelernt, Stück für Stück irgendwie so selber Entscheidungen zu treffen. Und ja, stimmt, die war ja irgendwie so krass traumatisiert von ihrer Kindheit, dass sie da wirklich voll die Probleme hatte, irgendwie selber nachzudenken. Also es ist schon echt eine krasse Entwicklung. Stimmt. Ja, doch. Dann haben wir hier Ki, die Mutter von Tanjiro. Ja, also, ja, eine B, hätte ich gesagt. Also, die wird gemocht. Ja, aber ist jetzt nicht so krass. Nicht so die krassen Fähigkeiten und so. Deswegen dann eher eine B, ne? Wenn du Einwände hast, dann gerne Widerspruch. Genau. Dann haben wir hier die 3 Helferinnen von Shinobu. Ich hätte gesagt C. Also es sind auch, ich habe so das Gefühl, in C kommen Leute, die so ja relativ, also die eigentlich sympathisch sind. So bei C. Ist ja bei den 3 auch so, ne? Die sind eigentlich recht süß so, wie die da sich um Tanjiro, Inosuke und Zen zu kümmern, aber nicht viel interessant. Oder findest du die auch gruselig? Findest du, die sind auch so gruselig wie die Töchter von Kagaya und Amane? Ja, finde ich auch. Okay, gut, da haben wir das gleiche. Dann haben wir Kokushibo, von dem hat man ja auch noch nicht ganz viel gesehen, aber man weiß, dass er die Nummer 1 ist bei den Teufelsmonden. Und ja, vielleicht irgendwie, ich weiß es selber nicht, also ich habe den Manga nicht gelesen, ich weiß nicht, aber es wirkt so, als hätte er eine Verbindung zu Tanjiro, gerade wegen den Ohrringen oder halt auch, dass er selber so diese roten Haare oder rötlichen Augen hatte. Ich dachte mir so die ganze Zeit, ey, sind die vielleicht verwandt? Ich weiß es natürlich nicht, deswegen
kann ich auch nichts spoilern. Aber ich finde, um diesen Charakter herum gibt es doch so krasse Geheimnisse, dass ich den wirklich schon also sehr interessant finde. Vor allem, weil man ja auch so Ausschnitte gesehen hat, wie der ja gegen Muzan gekämpft hat. Zum Beispiel bei Ducky. Ducky hatte ja so ein Flashback, wo sie dann irgendwie Erinnerungen von Muzan gesehen hat, wo Kokushibo dann zu Muzan meinte, ja, warum machst du das? Was gibt dir das? Und so Menschen zu töten. Ich hätte gesagt vom Interesse, also ich glaube schon, dass er eine Fangemeinde hat. Also eine krasse Fangemeinde, weil er gerade so interessant ist, ne? Und weil ihn halt so ein großes Geheimnis noch umgibt. Deswegen hätte ich vielleicht sogar A gesagt. Oder? Was sagst du? Weil irgendwas ist mit dem ja. Irgendwas, also gerade weil da halt noch so viel offen ist. Ja, ich glaube auch S, oder? Okay, dann machen wir S. Also ich hätte vielleicht A gesagt, aber S ist auch okay. Der ist auf jeden Fall eines, ich glaube sogar ja fast der beliebteste von den Teufelsdingens. Er ist die Nummer 1. Er ist anders als die anderen Dämonen. Er hat was, genau. Vor allem, weil man auch weiß, dass als er ein Mensch war, eigentlich gegen die ja auch gekämpft hat. Ne? Der war ja auch ein Teufelsjäger. So. Deswegen ist das schon das Ganze sehr krass. Dann haben wir hier Koso. Ich weiß nicht, ob das dieser Bürgermeister ist oder ob das dieses Kind ist. Ne, dieses Kind ist, genau, Kotetsu. Kotetsu ist das Kind und Koso ist der Bürgermeister. Ja, weiß ich nicht. Also da gab es so ein, zwei lustige Momente, aber ansonsten, ich hätte gesagt D oder F. Okay, F ist ja eher die richtig unbeliebt sind. Also unbeliebt hätte ich den jetzt nicht gesagt, dann vielleicht doch C. Lol, Obanai ist da drunter. Obanai. Ja. Das ist irgendwie jetzt gerade so ein bisschen unfair, ne? Aber ja, nee, aber ja. Obanai hat halt nicht so eine krasse Fangemeinde. So Koso hätte ich gesagt, ist okay. Aber nicht ganz so krass. Eine C oder D hätte ich gesagt, ne? Genauso wie Kotetsu, den könnte man auch noch dazu packen. Unter Koso. Okay, also Koso ist höher als Obanai. Nein, unter Koso. So, dann Kotetsu hätte ich dann auch eher vielleicht eine B gesagt. Ah, hier ist Obanai. Ja, jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt, du meinst hier, ja, hier ist Obanai. Und das ist nur die Schlange von Obanai. Der ist ja doch dabei. Ich habe den gar nicht gesehen. Obanai-Schlange ist in der Liste, haben wir ja schon bewertet, aber Obanai ist auch da. Ja, jetzt habe ich es gecheckt, stimmt. Ich habe den schon die ganze Zeit gesucht. Ich dachte mir so, hä, sind nicht alle Hashiras da? Stimmt, Obanai. Sorry. Würdest du Obanai, aber Obanai dann höher als die Schlange oder gleich wie die Schlange? Dann beide auf die C? Stell dir mal vor, sein Haustier wird besser bewertet als er. Also das wäre schon lustig. Hier so. Ah, guck mal, hier. Da kann man sogar die Schlange sehen, ne? Hier hat er auch direkt um den Hals so sein Haustier. So, beide auf C. Ach, krass, ey. Guck mal, wie gute Augen du hast. Nein, eher D. Echt? Unter die Schlange? Sein Haustier wird besser bewertet als er. Ja, das ist krass. Aber ja, wird hier passen, ne? Weil hier oben sind eher so die eigentlich eher sympathischen und hier unten sind eher so die, ja, lassen wir auf D. Nee, D hast schon recht. D, das ist irgendwie lustig. Mir gefällt das. Sein Haustier ist irgendwie, gehört zu den sympathischen Cs. So, dann haben wir hier, das sind so viele Dämonen, die hier eigentlich relativ nicht ganz so interessant sind. Ich mache die mal zusammen. Demons, so etwas uninteressantere Dämonen. Ich finde die relativ langweilig irgendwie. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle. Es gibt einige von denen, die haben natürlich interessantere Fähigkeiten, wie zum Beispiel
ja, Susamaru vielleicht, ne, mit diesen Bällen und wo die dann am Fußballspielen war mit Nezuko. Oder halt Yahaba, der mit den Pfeilen. Weißt du, was richtig krass ist? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja immer wieder so Theorien bei TikTok, die ich teilweise voll krass finde. Und dann haben die so Vergleiche gezogen, dass Susumaru und Hayaba vielleicht die Geschwister von Dingen sein könnten, von Tanjiro, weil die dem ähnlich sehen. Und dann haben die geguckt, oh, die Frisuren, die Augen oder oh, dann die kleine Schwester, die spielt auch gerne Ball und sowas. Also gibt es schon voll die krassen Theorien. Nee, same, okay. Dann hätte ich alle auf die F gepackt von den Dämonen hier. Die sind alle eher langweilig. Langweilig, langweilig, langweilig. Also nichts Krasses irgendwie. Ich muss tatsächlich sagen, die eine Szene hier mit Susamaru, wo Tamayo aus ihr heraus so ein Hand fahren lassen hat und dann ihren Kopf da umgeknickt hat, das war wirklich so ein Moment, den ich mir nicht angucken konnte. Es gab insgesamt 3 Szenen bei Demon Slayer, die ich mir nicht angucken konnte, weil die mich so ein bisschen verstört haben. Das war einmal die Szene, wo Susamaru umgebracht wurde, dann die eine Szene, wo ein paar angehende Teufelsmonde von Muzan das erste Mal in diesen Infinity Castle vorbestellt wurden und dann hat er da irgendwen gekillt und dann noch das eine, wo dann Muzan in so eine Frau irgendwie so mit einem Nagel an ihren Kopf da reingedrückt hat und dann ist sie irgendwie so explodiert. Also das waren so die 3 Szenen, die ich mir am Anfang gar nicht ansehen konnte. Da habe ich weggeguckt und dann, als ich aber ein zweites Mal komplett die ganze Serie gesehen habe, dann konnte ich mir das angucken, aber es war trotzdem eklig. Chat, das war so heftig, wenn diese Theorie stimmen würde. Ja, es gibt so viele krasse Theorien auf TikTok und ich finde die immer so interessant und manchmal denkt man sich wirklich so, boah, das ergibt Sinn, könnte das wirklich sein? Sind das vielleicht wirklich die Geschwister von Tanjiro, die dann irgendwie zu Dämonen erweckt wurden? Ja, das sind halt immer so Theorien halt, ne? So, dann haben wir hier die ist dabei, aber wo ist denn der andere dann? Hier die Makomo und da gibt es ja diesen einen Kindheitsfreund von, da ist der Sabito, genau. Die beiden Kinder, die dann bei dieser Teufelsjägerprüfung gestorben sind. Ich weiß auch gar nicht, ob die in der gleichen Prüfung waren und gestorben sind oder ob das 2 verschiedene waren, wo ja irgendwie was auch total keinen Sinn ergibt, die Geister oder die Seelen von denen dann Tanjiro trainiert haben, weil die waren ja eigentlich schon tot. Man sagt dann so, oder da war ja irgendwie die Theorie, ob Tanjiro sich das eingebildet hat, weil ja oben irgendwie auf dem Berg die Luft ganz anders ist. Oder der hat das, glaube ich, sogar selber gesagt, sich selber gefragt, ob er sich das eingebildet hat. Aber dann denkt man sich so, aber wie weißt du denn, wie die dann aussehen? Also das war irgendwie auch voll spooky, so voll gruselig. Hätte ich erstmal B gesagt. Dann packen wir die erstmal auf die B. Auf jeden Fall recht krass. Oder C. B, C. Ja, dann mache ich B. Dann mache ich die mit. Nee, C ist besser. Okay, dann nehme ich C. Genau, die sind relativ beliebt. Also, ne, die werden gemocht, sind sympathisch, so quasi. Gut, dann haben wir hier. Oh, Kyojuro. Ja, Rengoku auf S. Gibt es irgendwelche Einwände? Wenn ja, dann nichts sagen, bitte. Nicht äußern. Bitte nicht in die Kommentare schreiben, nicht in den Chat schreiben, wenn irgendwer einen Einwand hat, dass er keine S sein soll. Der hat sowas von was Superheldenhaftes. Der ist so richtig so dieses strahlende Bild, wie ein Teufelsjäger sein sollte, ne? So der Superheld der Teufelsjäger. Bei dem kriege ich so extrem Boku no Hero Academia Vibes. Ich weiß nicht warum, aber da kriege ich voll diese Vibes bei dem.
definitiv S. Das war so traurig alles. Vor allem musst du dir mal vorstellen, der hat ja noch nicht mal sein Mal erweckt, als er gegen Akaza gekämpft hat, ne? Das heißt, was hätte er bitte drauf gehabt, wenn er noch sein Mal erweckt hätte? Und der ist ja auch nicht so alt gewesen, ne? Der war ja, glaube ich, wie alt war der? 18, meine ich. 18 oder 19. Also der ist ja auch noch recht jung gewesen. Also der hätte echt so einiges noch aus ihm noch werden können. Das ist so traurig gewesen. Da habe ich so geweint, ja, ich auch. Definitiv kann ich verstehen. Vor allem auch diese Situation, ne, dass er der Einzige ist, der so stark ist und er weiß, er muss noch die anderen hinter sich beschützen und so, dass du wirklich so weißt, okay, du könntest gleich draufgehen, aber dass du trotzdem irgendwie noch diese Kraft aufbringst, um nicht zu sterben, damit du alle anderen noch retten kannst. Das oder halt auch, ne, die Beziehung zu seinem Vater so. Das fand ich auch so krass, als der Vater erstmal so keine Emotionen gezeigt hat und so, als sein Sohn gestorben ist. Oder ja, aber er hatte ja auch Tanjiro einen Brief geschrieben und meinte ja, dass er irgendwie Alkoholprobleme hatte, als seine Frau gestorben ist und dann irgendwie in Depressionen verfallen ist. Aber trotzdem, ne, also ja, Rengoku hat es auf jeden Fall nicht leicht gehabt. Aber ist ja nochmal alles so, ja, leider. Also für ihn ist das nicht gut ausgegangen, aber für seinen Vater oder seinen Bruder haben sich zumindest zum Besseren, also ja, durch seinen Tod. Dann können wir eigentlich auch direkt gleich seine ganze Familie nehmen, wenn wir hier schon mal dabei sind. Genau, hier machen wir da mal direkt seine ganze Familie und dann die nächsten. Ruka, meinst du? Ach so, ja, ich dachte, wir machen kurz die Familie, dann geht das schneller. Hauka. Hau. Ruka ist die Mutter von Rengoku und genau, dann haben wir hier den kleinen Bruder und den Vater. Den Vater, da hast du ja, also der kommt auch im Film vor. Der spielt auch so eine relativ entscheidende, so wichtige Nebenrolle quasi, aber der kommt auch im Film noch vor. Ja, wie hättest du die bewertet? Ich hätte da gesagt vielleicht C, also die beiden Ruka auf jeden Fall und der kleine Bruder C. Bei dem Papa bin ich mir nicht sicher, weil er hat sich ja dann eigentlich zum Guten verändert. Den hätte ich sogar B gesagt, weil er ja schon... Nee, ich spoiler nicht. Wenn das auch schon so Spoiler ist, dann sage ich sowas auch nicht. Ich dachte, vielleicht wäre das dann eher nicht so ein Spoiler, wenn ich so erwähne, dass der Charakter halt im Film auch nochmal vorkommt. Genau. Aber wenn du sagst, das gehört auch eher zu Spoiler, dann sage ich sowas nicht. Ja, C dann. Okay, C. Und den Papa von Rengoku, was hättest du da gesagt? Auch C oder vielleicht schon B? Vielleicht eher, weil immerhin war er ja auch mal ein Teufelsjäger, ne? Und schwach war er ja eigentlich auch nicht. Hättest du bei ihm auch C gesagt? Bei dem Papa? Papa ist B. Okay, gut, dann sind wir uns da einig. So. Dann haben wir Mitsuri. Die meintest du, sie ist sehr schön, ja? Finde ich auch. Die Säule der Liebe. Weißt du, was ich auch so cool finde, dass die auch so vom Design immer so gemacht wurden, dass man den schon so allein vom Design her so ein bisschen diese Persönlichkeit ansehen kann. Das finde ich auch so richtig krass. Die hat so richtig was von so Magical Girls. Das passt irgendwie gar nicht so zu Demon Slayer teilweise, ne? So alles voll düster und so, aber bei ihr, sie hat so richtig Magical Girl Vibes. Und auch wie sie irgendwie jeden anhimmelt oder irgendwie so, keine Ahnung, so ein bisschen wie Zenitsu, ne? So ein bisschen wie Zenitsu, dass sie sich da irgendwie in fast jeden da verliebt und dann irgendwie so irgendwas da hinein interpretiert oder so. Das ist schon recht lustig. So, dann haben wir hier Muichiro. Den finde ich sehr interessant, weil dessen Rabe hat ja gesagt, dass er ein Nachfahre von der Flammenatmung ist, aber Tanjiro kann ja auch die Flammenatmung, aber Muichiro ja irgendwie nicht. Der macht ja eher so eine Nebelatmung. Auf jeden Fall, ja, S, definitiv S. Ich finde den Charakter cool. Oder ja, hier auch mit
dem Training-Arc, so eine Hashira-Training-Arc, wo er die ganze Zeit so Tanjiro voll lieb und nett war und gelächelt hat und die anderen so richtig finster angesehen hat und so, keine Ahnung, schon so stirb, so ausgestrahlt hat, so mit seinen Augen, als würde er mit seinen Augen so den Leuten sagen, stirb, krepiert oder so. Das ist schon lustig. Dann haben wir Mukago, an den erinnere ich mich nicht. Da hatte ich aber auch F gesagt. Ich hätte fast alle Teufel auf F gesagt, weil die halt böse sind und nicht so krasses an sich haben. Genauso wie Rui. Also zumindest alle angehenden Teufelsmonde. Ja, genau. Ja, genau, keine Ahnung. Das sagt schon alles. Dann haben wir hier Murata. Der ist ja auch, gehört ja auch zu den Teufelsjägern, also eher zu den unteren, die dann eher so aufräumen oder so ein bisschen mitkämpfen und sowas. Genau, der ist ja so ein recht enger Freund von Inosuke, Zenitsu und Tanjiro, und man hat ja auch gesehen, dass er auch so, ja, gerade bei dem Trainings-Arc, Hashira-Trainings-Arc und so, da viel mitgemacht hat. Ja, Rui, ja, definitiv. Ja, das ist, weil er ist halt, ja, doch, stimmt schon, weil eigentlich ist er eigentlich nur ein Kind gewesen, was todkrank war und dann zum Dämon wurde und irgendwie seine Eltern auch missverstanden hat. Und ich glaube, als Mensch hätte er seine Eltern eher nicht angegriffen, als als Dämon. Oder das war ja auch total komisch, ne? Es hieß ja, dass Teufel nie zusammenarbeiten und bei ihm aber nicht. Der hat sich irgendwie so nach einer Familie gesehnt, dass er quasi so andere Teufel dazu gezwungen hat, auch ja so zu tun, als wären die irgendwie eine Familie. Oder dann D. Findest du, gehört zu D dann vielleicht? Ja, okay. Ja gut. Auf D. Quasi so ein Kind halt, ne? Der hat das ja auch nicht freiwillig, denke ich, angenommen. Der kam ja auch irgendwie so dazu. Dann haben wir hier Murata. Murata hätte ich auf B mindestens gesagt, ne? Weil er ja schon eigentlich öfter vorkommt als die Charaktere bei C. Und ja, eigentlich recht gut befreundet ist mit denen. Ja, C. Okay. Oder B, ja, B, was sagen wir dann? Ja, dann sagen wir B, weil er häufiger vorkommt als die anderen hier. Aber so B und C, genau. Dann haben wir hier Musan, The King of Pop. Genau, Musan. Ja, was sagt man da? Eigentlich F, ne? Man würde den ja eigentlich hassen. Oder man sieht es halt, wenn man das mit seinen Kräften betrachtet. Aber ich glaube, die Leute hassen ihn trotzdem, ne? Oder? Hast du jetzt so gesagt? S? Ja? S? Musan? Okay, ja, der ist entscheidend für die Story und sieht aus wie Michael Jackson. Okay. Ja, der ist schon interessant. Es gibt auch viele, die ihn cosplayen. Sehr viele sogar. Findest du? Okay, ja. Ja, ich bin irritiert. Ich bin so ein Mensch, ich lasse mich leider leicht beeinflussen. Z. Okay, gut. Den will man killen. Nein, auf keinen Fall. Hätte ja sein können, weil du so, vielleicht so nach dem Motto, ja, der hat ja voll die krassen Fähigkeiten und so. Der hat eine S verdient. Gut, dann sagen wir Z. Z kommt er hier am Ende von F rein. Seine Gründe, warum er das alles macht, ist so sinnlos. Ja, auch. Übertrieben. Stimmt. Der ist ja, also eigentlich ist er ja nicht bewusst zum Teufel geworden. Das kam ja so durch diesen Arzt, durch diese komische Medizin vom Arzt. Aber ja, dass er jetzt irgendwie dann hat er einfach angefangen, aus Lust und Laune Leute zu töten. Und dann hat er wahrscheinlich auch, weil dann irgendwann Teufelsjäger aufgetaucht sind, also dann auch so ein Widerstand vielleicht gegründet mit den Teufeln und so, Teufelsmonde und sowas. Aber ja, sein einziges Ziel ist jetzt nur, dass er für immer lebt. Und was will er dann machen? Ich habe das auch vergessen, weil eigentlich wurde er ja auch gefragt, ne? Da wurde doch auch gefragt, was er dann überhaupt machen will, wenn er ewig lebt, oder? Oder weiß ich gar nicht.
Aber man weiß es auf jeden Fall nicht, was er machen will. Die Weltherrschaft an sich reißen, hat er zumindest nicht gesagt. F, so ein Side-Character. Dann haben wir Nakime, das ist die quasi dieses Infinity Castle erschaffen hat und auch das so steuern kann, dass die Leute da plötzlich reinfallen und wieder rauskommen. Hat man ja schon einige Male in dem Anime gesehen. Ich finde diesen Charakter sehr schwierig. Ich denke mir, wie wollen diese Teufelsjäger sie besiegen oder überhaupt an sie rankommen? Weil es reicht ja schon, dass sie einfach nur kleinen Ton von ihrer Geige da macht und schon fallen die Leute halt in diese, also die kommen ja gar nicht an sie ran. Also das wird ein krasser Kampf, weil sie gehört ja auch zu den Teufelsmonden halt, ne? Also da bin ich übertrieben gespannt, wie die an diese Nakime rankommen wollen. Ja, dann auch F, ne? F. Genau, haben wir hier noch welche Teufel? Oh ja, hier haben wir noch einen. Wie würdest du sie ordnen? Würdest du bei ihr auch D sagen wie Rui? Weil, also diese Spider-Demon-Mutter, weil sie war ja irgendwie auch so, also die hat mir auch so leid getan, ne? Weil eigentlich hat die ja irgendwie voll viel Gewalt da aushalten müssen, hat ja irgendwie alles abbekommen so, weil sie ja quasi die Mutterrolle gespielt hat und dann wollte sie ja auch irgendwo sterben, ne? Als dann Tanjiro kam, dann hat sie auch aufgegeben und hat ja quasi so die Hand hochgehalten und darum gebettelt schon fast, dass sie sterben darf, damit sie erlöst wird. Ach, ich dachte, sie wäre ein Side-Character. Bei Nakime? Nee, die gehört auch zu den Teufelsmonden. Deswegen ist sie ja, also sie steht ja voll nah zu Musan. Also die kann ja diese Infinity Castle, da fängt ja auch der Film an, ne? Bei der Serie ist ja in der letzten Folge der Serie, ist ja dies, wo die in den Infinity Castle fallen. Oder halt auch so, im Anime hat man ja voll oft diesen Infinity Castle gesehen, wo dann die Dämonen dahin gerufen wurden. Die ist, nee, also Side-Character ist die nicht. Ich meine, da hätten die doch auch gesagt irgendwie, dass sie auf Teufelsmond ist. Und ich finde, die ist auch sehr stark, weil man halt übertrieben schwer an die rankommt. So. Oder die hat doch auch diese Spionage gemacht im Anime. Ja, doch, im Anime hat doch Musan zu ihr gesagt, das war auch, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge war das, wo doch Musan gesagt hat zu Nakime, ja, Nakime, du hast meine Erwartungen übertroffen, du machst das sehr gut. Und Nakime hat doch ihre Augen da irgendwie, die hat doch mehrere Augen machen können und dann hat sie doch herausgefunden, wo das Versteck ist von den Teufelsjägern. Und dann hat man ihr Auge auch gesehen, wo sie halt diese Tätowierung drin hat. Genau. Ich dachte schon, ich hätte vorgespoilert oder so, aber nee, das kam im Anime vor. In der vorletzten Folge war das. Genau. Ja, wie sieht das aus mit Spider-Demon Mother, also die Mutterrolle von Rui gespielt hat, diese Teufelin? Ich finde das bei ihr auch traurig, weil sie ja irgendwo darum gebettelt hat, sterben zu dürfen, um erlöst zu werden. Deswegen hätte ich sie vielleicht auch neben Rui gepackt. Oder würdest du sagen, ja, nee, so krass war das bei ihr nicht? Okay, du erinnerst dich kaum an sie, dann mache ich F. Das war... Es gibt sogar eine Figur, so eine richtig teure, übertriebene, gigantische Figur von ihr und Tanjiro, weil diese Pose irgendwie so schön ist, wie sie so die Arme hochfährt und er dann von oben quasi kommt. Und er wollte ja erstmal so einen harten Schnitt machen, aber dann hat er das irgendwie gemerkt und in letzter Sekunde so sanftes Wasser oder sanfter Regenattacke gemacht, wo er sie dann so, ja, wo er das so sanft gemacht hat, sie geköpft quasi. D. D ist gut. Ich erinnere mich kaum an sie. Ach, du meinst Nakime, meinst du, ne? Okay, dann mache ich D. Okay, wir sind fast fertig. Dann haben wir Nezuko. Wahrscheinlich auf S. Nezuko, so geil, ey. Wie die auf die Idee kommen, ne? Auch mit diesem krassen Fußballspiel und so. Gibt es so viele Memes von ihr, so mit ihr und Fußball oder Ronaldo und sowas. Das ist einfach so lustig. Genau. S. Ich finde die auch hübsch.
Weißt du noch, wo Dingens? Da war doch so von Tamayo, dieser eine Begleiter von ihr. Das fand ich so lustig, wo er zu Nezuko meinte, ja, die ist irgendwie so hässlich oder so. Und dann Tanjiro voll explodiert. Die meinte, was? Das ist bei uns, in unserem Viertel, in unseren Kreisen, voll die Naturschönheit. Wie kannst du meine Schwester hässlich nennen? Genau, dann haben wir Ozaki, die kam auch kurz mal vor. Das war auch in diesem einen Wald von Rui, wo diese Spider-Mutter sie mit diesen Schnüren da irgendwie kontrolliert hatte und so. Aber ich hätte gesagt, F ist nichts, also man erinnert sich nicht an sie. Dann haben wir hier, Charaktere, die kann man, glaube ich, alle wieder gleich sortieren. Die packe ich mal kurz nebeneinander, weil ich davon ausgehe, dass die wahrscheinlich alle gleich sortiert werden. Ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. Also ich weiß nicht, wer Tsutako ist. Ob das auch... Nee, keine Ahnung, wer das ist. Dann haben wir hier Shigeru, Rokuta, das sind auf jeden Fall... Und Sumiyoshi, das sind die... Nee, nochmal. Shigeru, Rokuta, Sumiyoshi und Takeo. 3 von den 4 sind Geschwister von Tanjiro, weil der hatte doch keine 4 Brüder, der hatte 3 Brüder. Wer sind die denn? Oder ist das der eine? Da gab es doch so ein Flashback von irgendwem, der aussah, als wäre der auch irgendwie, als wäre der Jüngere, also Vater von Tanjiro, aber ein Jung gewesen, aber irgendwie ist er das dann doch nicht. Der hat dann irgendwie Connection zu Yorichi. Ich habe keine Ahnung, das ist irgendwie so kompliziert. Ich weiß auch gar nicht, was da abgeht. Dieses eine Flashback, wo Yorichi an so einem Haus saß und dann kam da jemand, der genauso aussah wie Tanjiro, also wirklich genauso wie er, nur ein bisschen älter. Ich dachte erstmal, das wäre der Vater von Tanjiro und dann hat sich herausgestellt, nee, das ist der ja nicht, weil der Vater heißt ja Tanjiro. Genau, das ist, glaube ich, dieser Sumiyoshi. Und Sumiyoshi hat sich mit Yorichi irgendwie unterhalten. Irgendwie ist das noch total komplex, ne? Das ist alles so komplex, was diese so Leute angeht, die irgendwas mit seinem Background zu tun haben. Die würde ich alle auf C packen. Man weiß fast nichts über die. Okay, ja gut. C, genau. Dann packen wir die auf C. Und den Papa, Tanjiro, den hätte ich aber höher geschätzt, ne? Den hätte ich vielleicht A oder B gesagt, weil er immerhin, also der hatte schon richtig coole Anime-Momente, wo er da irgendwie mit dem Feuer und so, mit dem Feueratem und sowas, Sonnenatmung. Der kommt auf AA. Aha, aha. Okay, genau. Gut. Dann haben wir hier, genau, Sumiyoshi. Der hat hattest du, glaube ich, auch C gesagt, weil man weiß nicht viel über den. Dann haben wir hier Yorichi als Mensch, als guter Mensch. Ich finde das interessant, dass hier beide drin sind, dass er einmal hier als Mensch drin ist und einmal als Dämon. Demon, da haben wir den S gemacht. Dann hätte ich gesagt, den als Dämon dann vielleicht A und als Mensch dann S. Ja, okay, gut. Dann so rum. Gut. Das klingt fair. Okay. Dann haben wir hier Urokodaki. Das ist quasi der Tanjiro die Wasseratmung beigebracht hat, ihn trainiert hat. Ja, der hat so ein bisschen was Väterliches, so ein bisschen wie Jiraiya, finde ich, aus Naruto. Den hätte ich schon ein bisschen höher einsortiert. A oder B, ne? Legende, ja. Weil durch der hat ja auch, da waren auf jeden Fall sehr emotionale Momente, so zwischen denen. Oder auch, dass er auf Nezuko dann aufgepasst hat und so, ne? Er hätte ja ihr auch was antun können, soweit sie dem Teufel ist. Hui, vielen Dank fürs Abonnieren. Danke. Vielen Dank.
A, oder? Ja, doch A. So wie Jiraiya von Naruto. Der so sein Sensei quasi. Hat ja auch was Väterliches. Genau. Okay, ja gut. Dann haben wir hier noch Sanemi. Der Agro-Bruder von Genya. Ich weiß nicht, ob er so beliebter ist als Obanai oder vielleicht beide gleich sind. Tatsächlich, das kann ich nicht ganz so einschätzen. Hi, grüß dich, noch jemand im Chat? Hä? Nee. Achso, nee, doch nicht. Okay. Hier stand gerade, soll die Nachricht zurückgehalten werden wegen dem A-Punkt-Punkt-Wort. Der ist so ein Arsch. Ja, boah, ich habe diese Vermutung, ich weiß es nicht genau, ne? Aber ich denke mir, ist der vielleicht so fies zu Genya? Also Genya hat ja diese Vermutung, dass sein Bruder quasi beleidigt ist und nicht mehr so Kontakt mit ihm möchte, weil Genya ja damals ihm vorgeworfen hat, dass er die Mutter von denen umgebracht hat. Aber die Mutter wurde ja zum Teufel und Sanemi musste das ja machen. Irgendwie, er musste quasi seine eigene Mutter umbringen, um die Leute da oder seine Geschwister oder sonst wen zu schützen. Seine Mutter war ja sogar, hat ja irgendwie auch die Geschwister, hat sie doch umgebracht und genau, und der hat sich ja dann auf sie geworfen und sie dann halt umgebracht. Und Genya denkt ja, dass er deswegen irgendwie so drauf ist, weil er ihm das aus Versehen vorgeworfen hat. Aber ich habe so diese Vermutung, ich weiß es nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich denke mir, ist nicht Sanemi vielleicht bewusst gegenüber Genya vielleicht so aggro drauf, weil er vielleicht nicht möchte, dass Genya auch bei den Teufelsjägern eintritt und sich in Gefahr begibt. Quasi so nach dem Motto, dass er ihn vielleicht schützen möchte, so wie Itachi bei Sasuke oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie diese Vermutung, weil ich mir denke, warum ist er so drauf? Ist das wirklich so, dass er einfach ihn das so übelst irgendwie verletzt hat, dass Genya das so ihm vorgeworfen hat, obwohl Genya sich ja auch bei ihm entschuldigt hat und Sanemi sogar meinte, ja, daran erinnere ich mich nicht mal, oder der hat doch irgendwie sowas gesagt, so ja, vergiss es oder juckt mich nicht oder so, keine Ahnung. Oh, das wäre krass. Wenn man so denkt, dann kommt er auf A oder B, wenn nicht, dann auf D. Ja, hätte ich auch gesagt, ne? Also ich habe so die Vermutung, ich weiß es nicht, ne? Aber manchmal wiederholen sich ja auch so ein paar Storys in Animes und das könnte gut sein, weil ich sonst halt nicht checke, wieso er gegenüber Genya so krass drauf sein sollte. Ja, dann hätte ich erstmal A oder B, sonst D. Dann sortieren wir den erstmal auf D ein, weil wir wissen das ja nicht. Das ist jetzt nur eine Theorie von mir. Falls sich die bewahrheitet, dann weißt du, von wem du das hast. Ich habe es vorher gesehen und ich habe nicht mal den Manga gelesen. Genau, dann haben wir Shinobu. Shinobu, ich glaube, die ist auch S. Wer mag Shinobu nicht? Ich finde das auch so, bei ihr ist das auch so traurig, ne? Dass sie halt auch immer so versucht, nett und freundlich zu sein. Dabei ist sie einfach voller Wut so. Tanjiro hat das ja auch schon mal gesagt. Genau, dann haben wir hier noch, ja, so hübsch, 100%ig. Ich finde die auch vom Design her richtig schön gemacht, so, ne, auch so ihren Mantel, dass der so aussieht, oder Kimono-Mantel, so wie Schmetterlingsflügel. So, dann haben wir Tamayo. Tamayo hätte ich A gesagt, weil ich finde, die hat auch so eine krasse, entscheidende Rolle. Auch wenn sie jetzt nicht so oft auftaucht, spielt sie trotzdem eine entscheidende Rolle, ne? Weil sie ja, oder auch beim Anime hast du das ja auch gesehen, bei der letzten Folge, wo sie ja sogar mit Shinobu zusammengearbeitet hat und ein Gift entwickelt hat und dann in Muzan drin gelegt hat und sogar bereit ist, quasi zu sterben, nur damit, also Hauptsache Muzan wird vernichtet. A ist perfekt. Okay, genau. Spielt auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle. Dann haben wir Tanjiro. Ja, C. Nee, definitiv S. Richtig toller Charakter. Was ich auch cool finde, ist, voll oft ist ja so in Animes,
Charaktere, die also die Hauptrolle haben, dass die so zwar voll stark sind, aber irgendwie so auch gutgläubig, aber dann auch manchmal so dumm irgendwie, ne? Also so ein bisschen verdummt oder so ein bisschen naiv. Und bei Tanjiro ist das eher nicht so. Tanjiro ist gutmütig, aber er ist halt auch intelligent und er ist stark. Die Kombination finde ich mal erfrischend. Das finde ich auch mal schön, dass der Hauptcharakter auch mal schlau sein kann. Also so halt auch intelligent ist und sowas. Ist perfekt, genau. Bei ihm ist so richtig, dass man spürt, ey, man kann mit Fleiß und Glaube irgendwie voll viel aus seinem Leben machen und erreichen. Das finde ich einfach so klasse, dass er so diese Message mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit aussendet. Dann haben wir Tengen. Tengen auch S, hätte ich gesagt. Oder findest du, Tengen ist nicht so... Also ich finde das schon krass, die eine Staffel da mit... wie heißt sie nochmal? Ja, die zweite Staffel halt, was er da so drauf hatte. Tengen ist auf jeden Fall cool. Ich finde den auch vom Design her krass. Es gibt so Bilder, du kannst so im Internet mal schauen, wie die ursprünglichen Designs der Charaktere aussah. Aber man hat aus denen auf jeden Fall noch viel mehr rausgeholt und viel cooler gemacht. Und ich finde das so cool, dass er einfach mal so ein Shinobi ist. Also, dass da sogar so Ninjas in dieser Welt drin sind und Shinobis. Das ist schon krass. Dann Yuichiro, der Bruder von Muichiro. Ja, hätte ich A oder B gesagt. Was sagst du? Der war ja an sich immer schlecht gelaunt, aber das lag auch daran, weil Muichiro halt immer so ein bisschen schwächer war und so ein bisschen, also Yuichiro hat halt die Verantwortung der Familie halt übernommen oder Verantwortung gegenüber Muichiro halt ihn halt, ne, Essen zu machen, sich um Holz zu kümmern, dass die sich wärmen können, auf ihn aufgepasst und dann hat er sich ja auch geopfert und so. Also eigentlich war das schon das Ganze traurig. Nee, doch, lassen wir doch auf B, hätte ich gesagt, weil der kommt ja nicht so oft vor. Hier haben wir so die Charaktere, die recht sympathisch sind, die schon so eine relative Fangemeinde haben, aber die vielleicht nicht so oft vorgekommen sind. Okay, lassen wir bei B. Gut, dann haben wir noch zwei Charaktere. Da haben wir Yuichiro, der Begleiter von Tamayo, der auch gleichzeitig in Tamayo voll verschossen ist. Und ja, der ist halt auch so ein bisschen so, wie sagt man, auch so immer so ein bisschen negativ. So eine negative Energie, so ein bisschen, nee, nicht negativ, so sarkastisch ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Aber also gab es auf jeden Fall sehr lustige Momente, gerade mit Nezuko. Er ist C, oder? Ja, dann sagen wir C. Okay, C ist okay. Ich finde das auch so lustig, dass er da krass in Tamayo verschossen ist und immer so seinen Charakter umswitcht, obwohl er, also gegenüber allen anderen ist er eher so, der strahlt immer so aus, als würde er jeden hassen. Aber sobald Tamayo was von ihm möchte, ist er dann voller Liebe, da ist er voll ausgewechselt. Ja, ist eher unbeliebt so. Denke ich auch. Ja, so halb, ne? C ist eigentlich so relativ okay oder irgendwo was Sympathisches. Ja, dann haben wir Zenitsu. Da hätte ich S gesagt. Also ich finde den lustig. Anfangs hatte ich sehr viel Ohrenschmerzen in dem Anime, als er gekommen ist, aber irgendwann hat sich das geändert. Ja, S, genau. Zenitsu hätte ich auch S gesagt. Und das war, habt ihr das auch mitbekommen? Ja, ihr habt das sicher mitbekommen, also die Leute, die Demon Slayer kennen, wie krass das viral ging und so krass im Trend war, dieses Nezuko, dass er immer so Nezuko hinterhergeschrien hat. Ich habe das so oft immer gesehen, so oft bei Instagram Shorts oder bei, also Reels oder bei TikTok. Ich fand das so lustig, dass Leute das immer nachgemacht haben und immer meinten, Nezuko-chan. Das war immer so cool. Es gab echt Momente, da hatte ich Ohrenschmerzen, weil er zu viel rumgeschrien hat. Aber im Laufe der Serie wird das ja immer so ein bisschen weniger, ne? Da gab es schon auf jeden Fall geile Momente.
Okay, ja. Ja, dann sind wir schon fertig. Leute, wir haben nur fast 2 Stunden gebraucht. Ja, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall voll Spaß gemacht. Ja, krass. Ja, beim nächsten Mal mache ich dann Naruto. Naruto, da kann ich auf jeden Fall auch viel mitreden. Alles geguckt. Ich habe Naruto, die normale Naruto-Folgen, also normalen Naruto habe ich 2-mal gesehen und Naruto Shippuden habe ich 3-mal gesehen. Also komplett durchgeguckt. Ja, dann würde ich so langsam den Kanal werde ich abonnieren. Oh, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Freut mich auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Genau, ich muss so langsam aufgehen, morgen arbeiten gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall morgen ganz viel Energie, einen guten Start in den Tag. Hat Spaß gemacht. Das macht immer Spaß, wenn Leute dabei sind und man nicht Selbstgespräche führen muss. Ja. Ja, gute Nacht. Tschüss. Macht's gut.